Hallo, heute hat meine Mama Bratentorte gemacht. Die will am Schluss so aussehen. Hallo, das war gerade eben meine Tochter. Sie wollte auch mal unbedingt vor der Kamera auftreten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, und sorry, dass ich die letzten 2 Wochen keine Videos hochladen konnte. Ich war im Urlaub, aber jetzt bin ich ja wieder da. Ja, wie schon meine Tochter erwähnt hat, werden wir heute eine Piratengirl-Torte zubereiten. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich natürlich auch über Kommentare freuen. Natürlich stehe ich bereit für eure Fragen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dann fangen wir mal an. Um die Piratengirl-Torte zuzubereiten, braucht ihr einen 3-teiligen größeren Tortenboden. Um zu wissen, wie ihr den Tortenboden selber zubereitet, da schaut einfach unter meinen Videos, da werdet ihr das Rezept und die Anleitung dazu finden. Um die Form der Piratengirl-Torte zuzuschneiden, habe ich hier eine Vorlage aus dem Internet ausgedruckt. Und die werde ich euch natürlich auch als Datei freigeben. Wir werden aus den 2 Tortenbodenschichten eine Herzform zuschneiden mit den Knochenstückchen. Und die dritte Lage wird quasi dann der Totenkopf mit dem Kopftuch zusammen. Am besten druckt ihr euch die Vorlage 2-mal aus, damit wir einmal nur die Herzform haben mit den Knochenstückchen und die zweite Vorlage wäre dann nur der Totenkopf mit dem Kopftuch. Als erstes nehmen wir die oberste Tortenbodenschicht weg. Jetzt schneide ich die Herzform so raus, dass ich den Totenkopf nicht berücksichtige, damit wir unsere Form ausschneiden können. Das heißt, wir denken uns hier die Schleife bzw. den Kopftuch weg. So würde der Knochen weiter verlaufen. Und hier noch die Spitze. Lege nun die Vorlage auf die 2 Tortenbodenschichten so, dass es auch dann überall drauf passt. Und fangen an zu schneiden. So, nehme die Vorlage weg und lege die Tortenbodenschicht auf eine Tortenplatte. Und als nächstes verteilen wir Tortencreme darauf. Das ist Schokoladencreme. Und zwar findet ihr das Rezept dazu in der Videobeschreibung. Und zwar sollten wir vorher Backpapier Zuschnitte unter die Torten legen, wenn wir kleckern, dass es dann hinterher nicht so schlimm ist. Jetzt legen wir die nächste Tortenbodenschicht da drauf. Was wir mit dem Rest der Tortenbodenstücke machen, das zeige ich euch in meinen nächsten Videos. Als nächstes bestreichen wir die Tortenbodenschicht mit Schlagcreme. Und zwar benutze ich diese Schlagcreme, es ist eigentlich egal, welche Marke ihr die benutzt. Das ist jetzt gerade mal von Ruf. Die kriegt ihr aus fast jedem Supermarkt, wie zum Beispiel Real, Kaufland, also auch Edeka. Die Anleitung dazu, wie ihr die Creme zusammenmixt, steht hier hinter der Verpackung. Wenn wir die Schlagcreme fertig geschlagen haben, vermischen wir sie mit Lebensmittelfarben, damit wir diese Farbe erreichen. Und zwar benutze ich die Farben von Wilton. Die kann man zum Beispiel im Internet bestellen, bei Amazon oder eBay. Die sind sehr intensiv. Und damit wir diese Farbe hinbekommen, brauchen wir Pink, Rot und ein bisschen Blau. Ja, jetzt können wir die Tortenbodenschicht bestreichen. Fange ich jetzt mal an. Das sollten wir auch
rundrum machen. Die Creme glatt streichen. Den Rest der Tortencreme unbedingt im Kühlschrank kühlen, weil der ist jetzt weicher geworden. Wir brauchen den später für die Dekoration. Das solltet ihr eigentlich immer machen, wenn ihr die Schlagcreme gemischt habt, dass die im Kühlschrank bleibt, so lange bis wir die Torte dekorieren. Als nächstes werden wir jetzt den Totenkopf zurechtschneiden, quasi den Herzbereich wegschneiden. So sieht das jetzt aus. Aber ich denke mal, es ist nicht so schlimm, dass das jetzt hier so fehlt. Wir werden uns das einfach jetzt noch mitdenken, wenn wir das zuschneiden. So, dann stellen wir die andere Torte erstmal zur Seite. Nehmen die letzte Tortenbodenschicht und schneide einfach den Totenkopf heraus. Seid nicht traurig, dass ihr wirklich so viel Tortenbodenrest übrig habt. Man kann damit einiges machen. Und ich werde euch auch einige Videos hochladen, was ihr damit alles machen könnt. Also wie gesagt, wir werden nicht verschwenderisch sein. Jetzt machen wir den Kopf vorsichtig frei. Damit wir nicht zu wenig Tortencreme haben, wir haben ja noch ein bisschen was übrig, werden wir jetzt da, wo der Totenkopf ist, beziehungsweise unterhalb, noch ein bisschen Tortencreme verteilen. Deshalb müssen wir uns das ungefähr markieren, wo der Totenkopf ist, sodass wir da auch Tortencreme verteilen können. Der lag ja hier mittig. Das heißt quasi, Tortencreme geht bis dahin, ungefähr bis dahin. Die Überreste können wir hinterher wegnehmen. Da. Und da. Jetzt verteilen wir in dem Bereich Tortencreme, ganz vorsichtig. Jetzt legen wir den Totenkopf da drauf. Und das, was an Tortencreme über ist, das streichen wir weg. Jetzt bestreichen wir den Totenkopf mit weißer Schlagcreme, damit, wenn wir hinterher dekorieren, zum Beispiel diese Farbe hier herausstechen würde, damit er nicht heraussticht. Der Kopf wird ja weiß. Also es wäre diese Schlagcreme wieder ohne Lebensmittelfarbe. Auch rundherum, also an den Rändern auch. Creme glatt streichen. So, damit wir die Torte besser dekorieren können, werden wir sie jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Nachdem die Torte gut gekühlt ist, werden wir jetzt die Konturen vorzeichnen, und zwar mit Hilfe dieser Vorlage. Das machen wir mit einem Zahnstocher. Fangen wir mit dem Knochen an. Man kann natürlich auch die einzelnen Stücke zurechtschneiden, auf die Torte legen und dann die Konturen ziehen. Ist vielleicht einfacher. So, hier fangen die Zähne an. Jetzt können wir die Konturen nachgehen, und zwar mit schwarzer Schlagcreme, also weiße Schlagcreme mit schwarzer Lebensmittelfarbe vermischt, und füllen diese in eine Garnierspritze und benutzen dafür diese Spitze. Jetzt gehen wir einfach mal die Linien nach. Fangen wir mit den Knochen an.
Jetzt können wir eigentlich die Backpapierschnitte vorsichtig rausnehmen. Jetzt befüllen wir die Garnierspritze mit der Schlagcreme, womit wir auch die Oberfläche bezogen haben, und benutzen diese Spitze und ziehen erstmal die Konturen um den Herz herum. Jetzt wechseln wir die Spitze, und zwar nehmen wir die sternförmige Spitze und bespritzen die entsprechenden Jetzt bespritzen wir die Knochen mit weißer Schlagcreme und benutze dafür auch die sternförmige Spitze. Zum Schluss machen wir noch das Gesicht. Und als letzte Note geben wir noch 2 Goldmünzen unserer Piratengirl-Torte. Und zwar lege ich die hier mal so drauf. Wir können auch ein bisschen Goldmünzen auf unsere Tortenplatte legen. Moment! Was wir noch vergessen haben, ist, dass der Kopftuch ein bisschen hervorgehoben wird, damit er nicht mit dem Herz so eins aussieht. Und zwar machen wir da Pünktchen drauf. Dafür nehme ich diese Spitze mit weißer Schlagcreme. So, jetzt ist die Piratengirl-Torte wirklich fertig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!